Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Füllfederhalter von Hongdian vorstellen. Hongdian ist so ein bisschen einer meiner Lieblingshersteller aus China. Ich habe sehr viele schöne Füllfederhalter von denen, bin eigentlich in der Regel begeistert von den Füllfederhaltern und deswegen habe ich mir entschieden, heute euch den Hongdian 1850 aus der Forest Series vorzustellen. So sieht er aus. Und ich habe mich da für die Variante in Creme-Weiß entschieden. Ja, wie immer werde ich euch so ein bisschen was zu dem Füllfederhalter erzählen, werde ich ihn beschreiben. Dann werde ich natürlich sagen, was er heute kostet, für wie viel Geld ich ihn bekommen habe, wo ihr ihn bekommen könnt. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir den Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 1850 aus der Forest Series. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und da werde ich euch sagen, ob ich ihn mir wiederholen würde und wo ihr ihn zu welchem Preis aktuell bekommen könnt. Dann bis gleich hier bei Ink Up Your Pen. So sieht er aus, der Hongdian 1850 aus der Forest Series in Cremeweiß. Ihr seht schon, es ist so wie bei den anderen Hongdian, die ich euch auch schon vorgestellt habe, ein sehr edler Füllfederhalter. Da finde ich immer, Hongdian gibt sich besonders viel Mühe bei der Herstellung seiner Füllfederhalter. Ich habe dieses Stück hier gekauft im Rahmen eines Angebotes für 8 Euro. Ich habe gestern mal geschaut. Jetzt kostet er bei AliExpress ungefähr 15 Euro. Also ist ein deutlicher Preisunterschied. Und dann schauen wir uns mal an und dann könnt ihr selber entscheiden, ob er euch auch 15 Euro wert ist oder ob ihr wieder wartet, bis er ins Angebot kommt. Ja, der Füllfederhalter, wie gesagt, ist eine Metallkonstruktion. Die Kappe ist komplett aus Metall. Der Clip, der ist so fest, da muss ich leider sagen, ihr seht es vielleicht hier so ein bisschen näher rangehen, so, machen wir hier so in dem Dreh. Da könnt ihr das sehen. Den kann ich fast gar nicht bewegen. Da kann man durchaus besser werden. Das muss man sagen, der Clip ist unbrauchbar. Schauen wir uns sonst die Kappe weiter an. Sie geht sehr, sehr gut eigentlich ab. Hat so ein bisschen einen leichten Widerstand. Mal abziehen. Ja, ein bisschen leichten Widerstand, auch beim Draufstecken, aber es ist, wie gesagt, alles in allem recht angenehm. Metallkonstruktion, ihr seht es hier, alles aus einem Stück gefertigt. Da gibt es an der Kappe kein Abschluss oder Endstück. Gibt es eigentlich schon, aber nicht hier, dass man sagen könnte, das Metallstück ist hier nicht aus einem Stück, sondern hier haben wir eben dieses Logo von Hongdian. Das ist nochmal wie unter so Acryl, hier könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen, unter Acryl eingebettet. Das sieht sehr edel aus, auch hier mit diesen Ringen. Das ist nochmal hier abgesetzt, also das muss man schon sagen. Das Abschlussstück hier der Kappenkopf, der ist schon mit der Kappe zusammen schon sehr edel designt. Ja, alles Metall. Kann man nichts meckern. So ein mattes, silberglänzendes Metall ist es. Ihr seht es hier. Sieht sehr gut aus. Dann schauen wir uns mal den Füllfederhalter selber an. Ist ein Metall-Füllfederhalter. Der ist hier mit so einem Kunststoff überzogen und der hat so eine Wabenstruktur. Finde ich, sieht auch ganz klasse aus. Hier seht ihr nochmal Hongdian, Forest Series und dann wieder Hongdian. Und hier seht ihr auch schon ein Problem. Wenn ihr nämlich ein bisschen Tinte drauf habt, dann färbt das leider dieses Cremeweiße hier ein. Das kann man bestimmt wieder abwaschen, das muss man nachher mal probieren. Aber erstmal habt ihr so ein paar Tintenflecken drauf, in dem Fall von der Rohrer und Klingner Smaragdgrün. Ja, dann schrauben wir hier mal auf. Dann kommen wir mal zum Schaft. Der Schaft, Metallstück, hier ein Metallgewinde. Unten am Griffstück auch ein Metallgewinde, also perfekt. Das wird wohl ewig halten. Ansonsten, wie gesagt, hier dieser Kunststoffüberzug über dem Metall, das sieht super gut aus, auch wenn es jetzt hier so ein bisschen verfärbt ist, aber das ist auch passgenau gemacht, sehr gut verarbeitet.
dann hier am Abschluss-Endstück hier vom Schaft. Da verjüngt sich so ein bisschen. Da ist es eben dafür da, dass man auch da die Kappe aufstecken kann. Das passt auch hervorragend. Also alles durchdacht gemacht. Metallteil, sehr edel. Kann man nicht meckern. Konverter war wie immer dabei. Tinte hatte ich euch schon gesagt. Das Griffstück selber ist ein Metallgriffstück. Da haben ja viele von euch so ein bisschen Bedenken immer. Naja, will ich das so griffig in der Hand halten? Für meine Verhältnisse, mir ist es ein bisschen zu schmal. Ich habe sehr große Hände und ich mag eher so ein bisschen kräftigere Füllfederhalter. Für mich ist es ein bisschen wenig vom Griffstück her. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Qualität ist, sondern das ist ein persönlicher Eindruck von mir, dass es eben nicht so gut zu mir passt. Ja, eine feine Feder von Hongdian, eine Stahlfeder. Logo von Hongdian ist drauf. Danach F für feine Feder. Also alles in allem eine schöne Feder, wobei ich sagen muss, ist jetzt auch nicht die schönste Feder, die ich von Hongdian gesehen habe. Da gibt es Füllfederhalter, da sieht die Feder spektakulärer aus, muss ich auch dazu sagen. Okay, an dieser Stelle sei mal darauf hingewiesen, ich bekomme wie immer nichts von Hongdian und auch nichts von AliExpress, dass ich diese beiden Institutionen, sage ich mal, erwähnt habe, sondern es geht mir einfach nur darum, euch zu zeigen, wo habe ich ihn her, wo würde ich ihn mir kaufen, wenn ich Interesse daran hätte. Mehr ist es nicht, also ich bekomme da keinerlei Provision dafür. Okay, dann kommen wir gleich zu Maßen und zum Gewicht. So wie er jetzt hier vor euch liegt, also hier in diesem geschlossenen Zustand, wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, da misst er 14 cm. Ohne Kappe, also so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, ihr seht, es ist kein Riese, der Füllfederhalter, der reicht, aber es ist nicht wirklich ein ich sag mal, sehr, sehr großer Füllfederhalter. Da misst er 12 cm. Und was auch gut geht, ist hier hinten die Kappe aufstecken. Die passt auch sehr gut und das hält auch, wie ihr hier seht, bombenfest. Dafür ist es gemacht. So ein bisschen verjüngt, also das ist schon sehr gut. Da wird er natürlich deutlich länger mit der aufgesteckten Kappe. Da misst er dann 16,8 cm. Okay, so viel zu Maßen und zum Gewicht. Und dann kommen wir jetzt als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier, die Kappe stecke ich mal nicht auf, den Hongdian. (1850) aus der Forest Series. Hier in der Farbe des Schaftes cremeweiß. Die Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Die Feder ist eine F-Feder. Ich finde, das kommt doch ganz gut hin. Und das Papier ist wie immer Clairefontaine. Jetzt wollte ich mit DCP anfangen. So. Clairefontaine. DCP. Jetzt kommt DCP. 160 Gramm. Okay, so viel zu diesem Füllfederhalter. Was ich schon feststelle ist, mir ist das Griffstück so ein bisschen zu schmal. Ich halte den sehr weit oben, wenn ihr das so seht. Ich könnte ihn auch hier halten, aber ich versuche hier Richtung Schaft auszuweichen, weil da wird es ein bisschen kräftiger. Also ich gerade hier so an dem Übergang, wo ich vorhin gezeigt habe, wo die Schrift ist, Hongdian, da versuche ich den jetzt hier zu halten. Also ist noch nicht so richtig meins. Okay, dann könnt ihr jetzt wie immer hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Ja, ich finde, das klingt sehr angenehm. Es ist eine feine Feder, gibt relativ wenig Feedback. Absolut angenehmes Schreiben, gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gibt es nichts dran auszusetzen. Wie gesagt, vom Halten des Füllfederhalters her
bin ich relativ weit oben. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber anders kann ich ihn hier nicht halten. Wir haben jetzt im Moment offen gelassen. Jetzt versuchen wir mal schnelles Schreiben, ob er sofort da ist. Ist sofort da. Ja, gibt es auch kein Problem. Also Tintenfluss kommt jederzeit nach. Verkehrt herumschreiben. Oh Gott, ganz furchtbar. Sehr kratzig. Ja, da seht ihr auch schon, der kommt zu seinem Ende. Hier fehlt schon Tinte, hier fehlt ein bisschen. Also, hier fehlt auch noch was. Dafür ist er wirklich nicht gemacht. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbringen. Ja, die Feder ist wirklich sehr gut. Also ihr seht hier, der bringt fast zu viel, selbst für dieses 160 Gramm Papier, fast zu viel Tinte hier auf das Papier. Ich muss das mal ein bisschen näher bringen, damit ihr das richtig gut sehen könnt. Schaut euch das mal an, da zerfleddert es fast schon hier bei dem 160 Gramm Papier. Also es ist schon, ja, ist schon ordentlich Tinte, was er hier drauf bringt. Okay, so, dann schauen wir nochmal Tintenfluss. Das müsste sich ja jetzt hier bestätigen, nach dem, was ich eben da gesagt habe. Ja, geht eigentlich. Also er neigt jetzt auch nicht zum Verwischen, auch wenn man hier ein bisschen stärker aufdrücken. Ja, dann kommt ein bisschen mehr Tinte. Also diese Feder ist, auch wenn sie nicht so irgendwie gekennzeichnet ist, finde ich, da kann man sich schon eine gewisse Variation kann man damit schon reinbringen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ja, okay. So viel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 1850 aus der Forest Series. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Hongdian 1850 aus der Forest Series? Also mir gefällt sehr gut, ich zeige es euch hier nochmal, das Design. Es ist wie immer ein absolut edler Stift von Hongdian. Da kann man gar nichts sagen, der ist super und solide verarbeitet, das sieht klasse aus, kann man wirklich nicht meckern. Ja, für 8 Euro, für den Preis habe ich ihn ja bekommen, muss ich sagen, ein wirklich toller Füllfederhalter, was die Qualität betrifft. Also wie immer Hongdian ganz klasse. Ja, Konverter ist dabei, das ist bei den meisten chinesischen Füllfederhaltern so, dass der Konverter dabei ist, in dem Fall ist er auch dabei. Und das finde ich schon mal sehr gut. Die sehr gute Verarbeitung habe ich schon angesprochen. Die sehr gute Feder, die mit viel Variation ausgestattet ist als feine Feder, die hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn sie nicht so opulent vom Bild her ist, muss ich sagen, hat Hongdian hier wieder eine ganz fantastische Feder gebaut. Der Tintenfluss ist auch hervorragend, kommt jederzeit mit. Also das ist wirklich sehr, sehr stark. Das ist aus meiner Sicht das Beste hier am Hongdian 1850. Ja, was gefällt mir weniger gut? Der ist für mich zu schmal. Ich habe es euch gezeigt. Der ist hier so ein bisschen, na gucken, wie wir das hier machen. Also hier ist schon diese Kante zum Schaft und ich halte den hier. Eigentlich müsste ich ihn weiter hier unten halten, aber das ist für mich deutlich zu schmal. Das ist eine persönliche Sache. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein Fehler oder ein Problem von Hongdian. Der eine mag die etwas kräftigeren Füllfederhalter, die andere mag die eben nicht. Und der mag die feinen und schlanken, also so dieser klassische Füllfederhalter. Ja, also für mich, wie gesagt, ist es nichts. Ich greife den zu hoch und da gehören meine Finger einfach nicht hin beim Schreiben. Was überhaupt nicht geht, finde ich, aber das ist jetzt auch für alle gleich, ob jetzt man schmale oder kräftige Füllfederhalter mag, ich kriege ihn jetzt gar nicht mehr ab hier. Oh, kann ich euch gar nicht mehr zeigen hier. Also dieser Clip, der ist kaum zu bewegen. Ja, also ihr seht schon, ja, ist nicht funktional, muss man sagen. Viel zu fest. Das ist gar nichts. Kann Hongdian viel besser. Und was ich nie sagen kann, diese Verfärbung, man sieht es jetzt hier nicht so richtig gut, aber ich habe es euch vorhin gezeigt beim Schreibtest,
wenn man da Tinte einfüllt und ein bisschen Tinte an den Fingern hat, ich habe es jetzt hier zum Beispiel dran, und fast diesen wabenartigen Kunststoff cremeweißen Mantel da an, der über das Metall gelegt ist, dann ist es so, dass diese Farbe so ein bisschen aufgenommen wird. Ob das dauerhaft ist oder nicht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich sehe es jetzt hier dran nicht mehr an meinem Stück. Also man muss es halt dann gleich abputzen und dann dürfte sich da nichts festsetzen. Ja, eine Sache, glaube ich, habe ich vorhin noch vergessen. Ich hatte euch gar nicht das Gewicht des Füllfederhalters befüllt mit Tinte und dem Konverter berichtet, will ich hier nachtragen. Das sind 30 Gramm, also vom Gewicht her ein sehr schönes Exemplar. Okay, ja, Resümee, würde ich ihn mir wieder kaufen oder eher nicht? Muss ich euch leider sagen, Entschuldigung, das ist das erste Mal, dass ich bei Hongdian zu dem Schluss komme, dass ich mir nicht wieder kaufen würde. Und zwar nicht zu dem Preis von 15 €, aber auch nicht, weil, und ich zeige es euch nochmal, mir das Griffstück viel zu schmal ist. Ich muss das hier oben greifen und lasse den wesentlichen Teil des Griffstücks außen vor. Und dafür ist aus meiner Sicht das Griffstück nicht gemacht. Und ja, deswegen wird er für mich nicht hier zum Tragen kommen. Und noch ein Hinweis, es gibt den jetzt auch als Black Forest. Da kostet er so um die 20 €, vielleicht auch knapp drüber. Den könnt ihr euch auch nochmal anschauen, aber für mich kommt er so nicht in Frage. Ja, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit dem Hongdian 1850? Gefällt er euch weniger? Würdet ihr euch wiederholen? Das alles könnt ihr mir in den Kommentaren berichten. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.